Ich habe definitiv mein liebstes Hobby gefunden, und zwar Zimtschnecken auseinandernehmen. Schaut euch mal die einzelnen Schichten an, wie weich und luftig die sind. Das ist echt, ich sag euch, balsam für die Seele, wenn man die angreift. Und ja, übers Essen reden wir dann am Ende. Zunächst bereiten wir den Hefeteig vor und dafür brauchen wir ganz einfache Zutaten, unter anderem Buttermilch. Ihr könnt statt der Buttermilch auch eine Mischung aus Milch und Joghurt verwenden. Wichtig ist, dass diese jetzt erwärmt wird, und zwar so, dass sie lauwarm ist. Die Temperatur könnt ihr kontrollieren, indem ihr euren sauberen kleinen Finger 30 Sekunden lang hineinhaltet. Wenn euch nicht so heiß ist, passt die Temperatur auch für die Hefe. Jetzt kommt der Zucker dazu, die Hefe wird zerbröckelt und das Ganze erstmal gründlich vermischt. Zum Schluss folgt noch das Ei und es werden die trockenen Zutaten vermischt, und zwar das Mehl mit dem Salz. Füllt die trockenen Zutaten in eine Rührschüssel um, gebt die feuchten Zutaten dazu und auch die geschmolzene Butter, die nicht mehr heiß sein darf. Jetzt verknetet ihr einen kompakten, aber weichen Teig. Damit die Knethaken wirklich den gesamten Teig erreichen, ist es sicher nicht schlecht, wenn ihr 1- bis 2 Mal während dem Knetvorgang den Teig vom Haken herunterdrückt und auch vom Schüsselboden hochhebt, damit er wirklich überall gleichmäßig geknetet wird. Danach legt ihr ihn auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche und bearbeitet ihn auch mit den Händen noch ein wenig. Befettet eine Schüssel, legt den Teig hinein und deckt die Schüssel gründlich ab. Stellt sie an einen warmen Ort zum Gehen. Ich verwende dafür zum Beispiel meinen Ofen, den heize ich auf 30 Grad vor und lasse den Teig darin gehen. Nach dieser Zeit ist er schön aufgegangen und jetzt könnt ihr ihn wiederum auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche legen. Und jetzt wird nicht mehr geknetet, sondern der Teig wird einfach nur ein bisschen im Mehl gewendet, bis er nicht mehr klebt. Mithilfe eines Nudelholzes wird der Teig jetzt dünn ausgerollt, und zwar habe ich am Ende immer ein Rechteck, das in etwa 45 x 40 cm groß ist. Vermischt Zucker und Zimt und bereitet die Butter vor. Diese sollte wirklich weich sein, also richtig schön cremig, damit ihr sie leicht am Teig anbringen könnt. Bestreicht die Teigplatte mit Butter und bestreut sie mit der Zucker-Zimt-Mischung. Mit den Händen drücke ich den Zucker in die Butter hinein, damit sich das Ganze leichter aufrollen lässt. Ich weiß, es gibt auch Rezepte, bei denen werden Butter, Zucker und Zimt sofort vermischt. Allerdings braucht ihr dafür mehr Butter, und ich habe echt versucht, dieses Rezept so zu gestalten, dass ich möglichst wenig Zucker und Fett verwende. Ja, keine Ahnung, wie gut mir das gelungen ist, aber auf jeden Fall hat es weniger Kalorien als die meisten Rezepte. Die Teigplatte wird von der langen Seite aus straff aufgerollt, bis ihr eine Rolle habt, die ungefähr 60 cm lang ist und so aussieht. Das Ende mit den Fingern noch ein bisschen zusammenzwicken, damit es euch später nicht wieder aufgeht, umdrehen und die Rolle ein bisschen in die Länge ziehen, so dass sie überall in etwa die gleiche Dicke hat. Danach bereitet ihr am besten einen Faden vor, denn damit schneiden wir die Schnecken. Mit einem Messer markiere ich mir grob, wo ich später abtrennen muss. Bei mir ist der Abstand immer ungefähr 5 cm, das heißt, ihr teilt diese große Rolle in insgesamt 12 gleich große Stücke. Ihr legt den Faden unter die Rolle, bewegt ihn bis zu jenem Punkt, wo ihr die Markierung hinzugefügt habt, dann überkreuzt ihr ihn oben und einmal festziehen und das war's auch schon. Die Schnecken legt ihr im Anschluss in ein befettetes Blech, bei mir ist es 40 x 30 cm groß. Weil sie noch gewaltig aufgehen, solltet ihr zwischen den Schnecken genug Platz lassen und ihr solltet auch nicht unbedingt eine kleinere Form verwenden, denn sonst gehen sie nicht so sehr in die Breite, sondern in die Höhe und es sieht nicht so schön aus. Ich lege die Backform in einen Müllbeutel, fixiere das Ganze seitlich mit Klammern, lege ein Küchentuch drüber und stelle das Blech an einem warmen Ort zum Gehen. Da brauchen die Schnecken ungefähr 25 bis 30 Minuten, bis sie bereit sind fürs Backen. Und ihr seht, sie sind richtig schön aufgegangen. Jetzt folgt noch ein Schritt, und zwar wird jede Schnecke mit etwas Sahne übergossen. Das sorgt für etwas mehr Farbe und auch dafür, dass sie noch ein bisschen weicher und luftiger werden.
Jetzt landen sie im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 25 bis 30 Minuten. Sollten sie am Ende oben recht dunkel werden, könnt ihr sie mit Alufolie weiter backen. Jetzt lasst ihr sie auskühlen, bis sie nur noch ganz leicht lauwarm sind. Für das Topping vermischt ihr in einer Schüssel zimmerwarme Butter mit Puderzucker und Vanille und mixt die Zutaten cremig. Ihr fügt ein bisschen von der Milch hinzu, damit sich die Zutaten leichter verbinden. Zum Schluss folgt der Frischkäse und die restliche Milch und es ist wirklich wichtig, dass alle Zutaten für das Topping auf Zimmertemperatur sind, damit sie sich auch gut verbinden. Jetzt kommt auf jede Zimtschnecke ein bisschen von dem Topping drauf. Ich mag es ganz gerne, wenn es so cremig und ein bisschen dicker ist, aber ihr könnt es natürlich auch ein bisschen flüssiger gestalten, das ist dann Geschmackssache. Statt dieser Variante, die im englischsprachigen Raum sehr beliebt ist, könnt ihr auch eine Glasur aus Puderzucker und Milch oder Puderzucker und Zitronensaft herstellen. Das ist dann die Variante, die im deutschsprachigen Raum eher bekannt ist. Jetzt zeige ich euch mal, wie das Innenleben einer Zimtschnecke aussieht, der man genug Zeit gegeben hat, aufzugehen und aufzublühen. Und zwar lassen sich die Ränder ganz leicht entfernen, seht ihr das, weil der Teig einfach schön, luftig und weich ist. Ja, sie sind für uns halt wirklich perfekt. Und zum Schluss noch ein paar wichtige Tipps. Ihr könnt, wenn ihr die Schnecken nicht an einem Tag verputzt, sie einfach abdecken und kühl stellen, am nächsten Tag für ein paar Sekunden in der Mikrowelle erwärmen und mit dem Topping bestreichen. Statt dem Frischkäsetopping könnt ihr auch eine ganz einfache Puderzuckerglasur herstellen, das habe ich vorhin schon erwähnt, und ihr könnt auch etwas weniger Hefe verwenden, wodurch sich die Gehzeit verlängert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr das Rezept ausprobiert, würde ich mich über einen Kommentar freuen und ein Foto von eurer Kreation könnt ihr mir auch gerne über Instagram zukommen lassen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Video.